Hast du auch mal Lampenfieber? Vor einigen Monaten steigerte ich mein Selbstbewusstsein. Doch manchmal scheitern wir, bevor wir überhaupt glänzen können. Mein Versuch, im spanischen Radio aufzutreten, ist nicht gelungen, weil mir niemand auf meine Nachrichten geantwortet hat. Doch heute bin ich kreativer zurück und es ist Zeit für eine neue Chance. Ich werde mich überwinden und das Unmögliche möglich machen. Ich werde im Radio auftreten. Ich habe jetzt in der Umgebung nach all den Radiosendern gesucht und die werde ich jetzt einfach nach und nach besuchen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass zu diesem Zeitpunkt ein Radiosender einen random Typen aus Deutschland mit in ihre Show aufnehmen würde. Ich habe schon ein bisschen gesucht hier, ich bin an der Stelle angekommen, aber irgendwie sieht es nicht danach aus, als würde der Radiosender hier existieren. Also das ist die Adresse, aber nirgendwo taucht es hier auf. Vielleicht frage ich mal hier ein bisschen rum. Radio España? No? Okay, ich habe gerade den Kollegen da gefragt, der aus dem Gebäude rauskam, aber er meinte, es ist leider nichts da. Ich gehe zum nächsten. Also hier irgendwo soll es sein. Also ich bin am richtigen Ort, die Adresse ist richtig, aber weit und breit sehe ich gerade hier bisher zumindest noch kein Radio Clara. Das hier sieht jetzt noch ein bisschen nach Büro aus, aber auch hier steht nichts von dem Radio. Estoy buscando por un radio aquí. Bueno, ahora no lo sé. Antes sí que había uno, pero ya está cerrado. Ich habe die Befürchtung, dass die ganzen Radiosender ihre Hauptsitze und Büros gar nicht an den angegebenen Adressen haben. Aber das weiß ich erst, wenn ich auch die Orte wirklich besuche. Von daher, weiter geht's. Ich glaube, ich habe eine neue Möglichkeit entdeckt. Und zwar sind da zwei Reporter vom valencianischen Fußballverein. Perdón, tengo una pregunta extraña. Estoy buscando a alguien que trabaje en el radio. ¿De la radio? Sí, de la radio. No, o sea, aquí no. Ja, leider hat es auch nicht geklappt mit den beiden. Sie kennen auch niemanden, der beim Radio arbeitet. Aber was lernt man aus dieser Situation? Dass man einfach jede Möglichkeit wahrnehmen soll. Nächster Standort und es ist einfach wieder nichts hier. Ja, aber langsam häufen sich hier Niederlagen. Aber egal, gib mich auf. Leute, ich bin hier gerade lang gegangen. Zum ersten Mal habe ich jetzt einen Radiosender gefunden, den es auch wirklich hier vor Ort gibt. Und zwar Coke und Rock FM. Jetzt probieren wir unser Glück. Hola. Me gustaría mejorar mi autoconfianza. Oh, Leute, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht gerade. Also, das war gerade irgendwie ein richtiger Dämpfer. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe eben gemerkt, dass die sprachliche Barriere doch ein großes Hindernis ist. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich mir vielleicht doch zu viel vorgenommen habe. Ich war eben richtig eingeschüchtert. Ich weiß auch nicht. Zuerst habe ich mich gefreut, dass ich drin war. Ich weiß nicht, es war sehr schwierig. Ich war dann so eingeschüchtert, dass ich dann auch so getan habe, als würde ich einfach da nur so einen Tag verbringen wollen und nicht auftreten wollen. Ja, ey. Ich habe hier so eine E-Mail-Adresse bekommen, dass ich da mein Anliegen schildern soll, aber ja, das ist ja Quatsch. Ich habe halt festgestellt, dass ich eben mich total klein gemacht habe. Ich wurde ja nicht mal abgewiesen eben. Aber ich muss sagen, ich bin auch noch gerade sehr zurückhaltend. Und ich bin jetzt hier beim nächsten Radiosender angekommen, aber ich fühle mich noch nicht bereit, da zu klingeln, weil ich im Moment einfach nicht selbstbewusst bin. Ich glaube, ich hole mir erstmal was zu essen, dann schaue ich weiter. Jo Leute, ich war ja gerade essen und ich habe gerade Alex getroffen und er hat mir gerade einen Tipp gegeben, dass einer seiner Kumpels bei einem Radio arbeitet und den schreibe ich jetzt mal an, weil er mir seinen Instagram-Channel gegeben hat und mal gucken, ob daraus was wird. Ja, so schnell kann sich die Laune auch schon wieder ändern. Eben beim Essen habe ich mir nichts dabei gedacht und den Kellner einfach mal gefragt, ob er jemanden kennt und wie ihr gehört habt, er kennt jemanden. Das war sehr nett und das gibt einem direkt wieder gute Laune. Ich schreibe jetzt eine Nachricht an John. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Ich warte einfach und hoffe auf ein positives Ergebnis. John hat mir schon am selben Tag geantwortet. Mittlerweile sind aber 2 Tage vergangen. Er hat mir gesagt, dass er fragen muss, ob das überhaupt klappt, da er in einer anderen Abteilung arbeitet. Und bis er antwortet, genieße ich einfach das Wetter. Ich werde mir aber parallel noch eine andere Option überlegen, falls das nicht klappen sollte. Jetzt kann ich es endlich verraten. Es hat nicht geklappt. Die ganze Mühe war anscheinend völlig umsonst. Ich war sehr enttäuscht, aber ich wusste, dass es im Moment einfach nicht sein soll. Und zurück in Deutschland habe ich das Projekt zu den anderen Dateien in den Ordner verkackte Videos gepackt. Aber dann dachte ich, was spricht dagegen, die Challenge in Deutschland zu Ende zu bringen? Also suchte ich nach Möglichkeiten und habe bei einem Freund angefragt, der auch bei einem Radiosender in Hamburg arbeitet. Aber seine Antwort war: Das wird leider nichts, sorry. Okay. Tut mir leid. Ja, aber ich dachte, ich frage dich trotzdem zumindest. Ich versuchte noch mein Glück und schrieb eine E-Mail an meinen Lieblingssender Jam FM, den jeder Hip-Hop-Hörer kennt. Und eine Woche später kam eine Benachrichtigung. Alter Leute, ich habe gerade meine E-Mails gecheckt. Guckt euch das bitte mal an. Klingt sehr interessant. Melde dich im neuen Jahr nochmal, dann kriegen wir da was hin. Alter, ey.
Heftig, Mann. Es hat einfach geklappt. Der Termin stand. Am 28. Januar sollte es soweit sein. Um mich etwas vorzubereiten, half mir Lukas mit Rhetoriktraining. Das kam dabei raus. Dein erstes Wort ist Schmetterling. Genau, gestern, als ich draußen war, habe ich die Natur genossen im Park. Und da waren auch viele verschiedene Tiere, unter anderem auch Schmetterlinge, Bienen, Wespen, Wander. Es war sehr schön anzusehen, einfach als Vulkan. War. Und es hat mir so gut gefallen, diese Natur, dass ich dachte, dass ich auch mehr von der Natur sehen möchte. Meere, Vulkane unter anderem. Sehr gut. Das ist ja sehr gut, Digga. Doch ein paar Tage bevor es losging, bekam ich eine neue Mail von Gloria. Der Termin wird abgesagt. Sie hat mir geschrieben, dass sie krank ist. Dafür habe ich natürlich Verständnis, aber ich habe in diesem Video schon echt viele Niederlagen einstecken müssen und das ist hart. Ist halt so. Sie schreibt aber, wir finden einen neuen Termin und ich hoffe, dass wir das dann bald machen können. Endlich bin ich in Berlin angekommen. Morgen geht's los. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auch richtig. Eigentlich wollte mich auch ein Freund begleiten, aber er hat kurzfristig abgesagt, weil dieses Wochenende vielleicht sein Kind zur Welt kommt. Und auf dem Weg hierhin musste ich natürlich die ganze Zeit daran denken und ich habe mir gedacht, dass ich dieses Video dem kleinen Sohn widme. Ich denke an euch, wenn es morgen losgeht. Ich war natürlich schon ziemlich nervös, daher habe ich meditiert und um meine Stimme aufzuwärmen, habe ich ein paar Stimmübungen im Hotelzimmer gemacht. Dann bin ich endlich angekommen. Der Tag ist gekommen. Boah, wenn ich darüber nachdenke, dass das jetzt 8 Monate gedauert hat, bis das hier möglich ist, das ist echt Wahnsinn. Im Sommer hat es nicht geklappt. Im Herbst habe ich es versucht, da hat es nicht geklappt. Jetzt ist es soweit. Ich freue mich sehr. Meine Schwester Amina ist jetzt auch mitgekommen und ich genieße es jetzt einfach. Doch als ich ankam, machte mir niemand die Tür auf. Ja, die Nervosität ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden, aber ich hoffe, dass es gleich losgeht. Aber nach einer kleinen Verspätung von 10 Minuten ging es endlich los. Gloria und ich waren um 10:10 Uhr live bei Jam FM. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young auf Jam FM. Manchmal kriegt man so Mails, die liest man sich dann so zweimal durch. Und bei der Mail von Aziz habe ich mir auch zweimal die durchgelesen. Und dann hatte ich mir gedacht, komm, ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Nummer, die er sich da ausgedacht hatte. Und zwar hat er eine Challenge. Und zwar will er selbstbewusster werden und hat sich mehrere Sachen ausgedacht, wie er dann selbstbewusster werden kann. Nimmt die dann auf und stellt die online bei YouTube. Aziz, wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Ja, guten Morgen. Freut mich hier zu sein. Eine deiner Challenges war es, vor vielen Leuten zu reden. Da hast du dir gedacht, ach komm, ich schreibe einfach mal die Olle im Radio an und frag nach, ob ich hingehen kann. Genau so ist es. Jetzt bin ich hier. Und jetzt bist du hier. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, letztendlich ging es darum, dass ich mein Selbstbewusstsein steigern wollte. Ja. Das habe ich letztes Jahr im Rahmen eines Videoprojekts gemacht und verschiedene Challenges gemacht. Und eine davon war eben, mich in der Öffentlichkeit zu stellen und dort öffentlich zu sprechen. Ich habe ursprünglich probiert, im spanischen Radio aufzutreten. Oh! Ist ein bisschen zu viel vorgenommen. Das hat nicht geklappt. Und Du kannst aber Spanisch. ich kann Spanisch. Okay, ist richtig krass gewesen, die Challenge im spanischen Radio, ohne ein Wort Spanisch zu verstehen. Das wäre dann die nächste Challenge. Das stimmt, das stimmt. Nee, wenn das Video online kommt, dann sieht man das auch. Ja, und ich bin ein Freund von, wenn ich etwas anfange, dann will ich es auch zu Ende bringen. Und jetzt bist du hier. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt bist du tatsächlich hier. Wir werden auch gleich noch zusammen moderieren. Vor allen Dingen, wenn du hier schon mal im Radio bist, da musst du auch gleich selber mal eine Sache anmoderieren. Ja, gerne. Die erste Moderation ist durch und je mehr ich mit Gloria gesprochen habe, desto entspannter wurde ich. Auch in den Pausen haben wir uns noch viel ausgetauscht und ich war überrascht von mir, wie flüssig ich gesprochen habe, als wir live waren. Na gut, einen kleinen Hänger gab es hier schon. Verschiedene Challenges gemacht. Und jetzt gibt es noch den Abschluss der zweiten Moderation, wo ich selbst einen Song anmoderieren durfte. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich Hat mich auch sehr gefreut. Und ich wünsche euch jetzt allen ganz viel Spaß mit dem nächsten Song. Sia, Gimme Love. So ist es auf Jam FM. Geschafft erstmal. Sehr schön. Siehst du, hat doch alles geklappt. War sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Mich auch wirklich. Vielen, vielen Dank. Sehr, Das sehr bedeutet gerne. mir sehr, sehr viel. Ich habe noch was für dich. Ja. Ich komme sofort wieder. Okay. Warte mal. Ich habe dir noch was mitgebracht. Oha. Weil ich finde das nicht selbstverständlich, Dass ich herkommen durfte, dass du mich eingeladen hast. Ja, finde ich Weil auch. nicht jeder sagt ja. Dankeschön. Das Quasi ist sehr lieb mich von dir. bedanken. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja. Dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja. Leute, es ist geschafft. Boah, ey, das ist ein natürlicher Dopaminkick. Boah, ey, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und da habt ihr es, meinen Auftritt im Radio. Eine Reise voller Herausforderungen und einem großen Höhepunkt zum Schluss. Und ein Beweis dafür, dass wir, wenn wir unsere Grenzen überschreiten und mutig genug sind, vieles erreichen können. Jetzt weiß ich, dass alle Ziele erreichbar sind, wenn wir aus unserer Komfortzone treten und uns den Herausforderungen stellen. Ich hoffe, meine Reise hat euch inspiriert, eure eigenen Grenzen zu überwinden. Denn wenn ich es schaffe, im Radio aufzutreten, könnt ihr eure eigenen Vorhaben ebenfalls erreichen. Also geht raus, träumt groß und lasst euch nicht von Zweifeln aufhalten. Danke, dass ihr Teil dieser Reise wart und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Geschichten und Abenteuer zu erleben. Bis zum nächsten Mal.